Die große Kraft von Borussia Dortmund ist ja diese Wucht, die sich jetzt entfaltet. Ich habe gesagt, jetzt ziehen wir es durch. Wenn du mit Borussia Dortmund deutscher Meister wirst, da weiß heute in 30 Jahren weiß noch jeder in Dortmund, welche Mannschaft das geholt hat. Morgen gehen wir es an. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Ja, ist nicht in Worte zu fassen, muss man wirklich sagen. Ohne sie sind wir nur die Hälfte wert. Edin zeigt es an. Noch ein Spiel. Noch einmal 90 Minuten. Heimspiel gegen Mainz 05 und die Möglichkeit, etwas ganz, ganz Großes zu erreichen. Wir freuen uns alle auf den Samstag. Das letzte Heimspiel steht auf dem Programm. Und wie immer beim letzten Heimspiel ist der Chef, der Boss hier. Deshalb begrüße ich ganz herzlich Hans-Joachim Aki Watzke. Aki, schön, dass du da bist. Ja. Du warst am vergangenen Sonntag nach dem 3:0-Sieg in der Kabine. Was hast du den Jungs gesagt? Ich habe gesagt, jetzt ziehen wir es durch. Ich habe ja ganz entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten, nach dem Stuttgart-Spiel bin ich montags morgens in die Geschäftsstelle gegangen. Wir hatten dann Sitzung und habe dann den Mitarbeitern gesagt, wir werden Deutscher Meister. Und mich alle angeguckt, als wenn ich irgendwie ein bisschen gerade neben der Spur wäre oder so. Aber ich habe dran geglaubt. Und ich habe gespürt, die Mannschaft hat auch immer mehr dran geglaubt. Und da habe ich jetzt einfach nur in Augsburg gesagt, ich sage, Jungs, jetzt sind wir so kurz davor, fokussiert euch alle bitte die Woche komplett und dann ziehen wir es durch. Wie hast du seitdem die Atmosphäre rund um das Team in der Geschäftsstelle oder vielleicht sogar in der Stadt wahrgenommen? Ja gut, das ist was gerade hier wieder los, wir kennen das ja. Das ist ja, die große Kraft von Borussia Dortmund ist ja diese Wucht, die sich jetzt entfaltet. Das ist allerdings auch ein bisschen das Problem, dass wir hinkriegen müssen, dass die Mannschaft trotzdem fokussiert bleibt. Ja, weil du spürst ja, das knistert ja. Das ist ja, du kannst ja nicht mehr rausgehen, das kriegst du ja mit. Ja, das gibt unfassbar viel Motivation, aber manchmal, wir müssen aufpassen, dass wir uns fokussieren. Der Begriff Meisterschaft, der ist natürlich im Moment wirklich sehr präsent. Aber ich sagte es, zuvor sind noch 90 Minuten Fußball zu spielen. Das ist das, was am Ende jetzt wirklich wichtig ist. Was glaubst du, wie wird Edin den Fokus im Team auf die 90 Minuten legen können, um bei aller Emotionalität das danach möglichst auszublenden? Ja, ich glaube, er weiß das sowieso am besten, weil er ist natürlich auch noch eine andere Generation als wir beide. Das heißt, er ist schon auch näher vom Alter an den Spielern und er findet auch den richtigen Ton, da bin ich überzeugt. Und am Ende des Tages ist es auch für die Spieler, die haben das ja auch realisiert, die können Deutscher Meister werden. Und so viele haben wir jetzt auch nicht in der Mannschaft, die da schon waren. Also ich glaube schon, der Hunger nach so einem, das ist ein Titel für die Ewigkeit. Wenn du mit Borussia Dortmund deutscher Meister wirst, da weiß heute in 30 Jahren weiß noch jeder in Dortmund, welche Mannschaft das geholt hat. Und das habe ich den Spielern schon in Marbella erzählt. Was das das ist was anderes, als wenn du mit Bayern München deutscher Meister wirst. Da ist das ja relativ normal. Hat sich vor allem in den letzten Jahrzehnten so angefühlt. Aber für BVB, das wäre jetzt unsere 9., 6., glaube ich, in der Bundesliga. Und die kann man sich schon noch merken, die Namen. Die Vorfreude ist überall natürlich riesengroß und mit dem einen oder anderen haben wir uns unterhalten. I think it will be electric. The main target is to win the game. It's going to be some special moment. It's a guarantee that the fans will be there in full support on Saturday, and it's important that we put in a performance that doesn't let them down and lets them enjoy a day for history. Don't be too emotional and don't lose my head. I will just be ready and I will give 100%. Support us. Whether there's a good pass, a bad pass, stay behind the whole team. Just be focused on the goal. Feel free to sing any songs about anything that's going to motivate us and get us going. Focus on the defensive task, to the runs, to the fights. Celebrate the goals like it's the last one you'll ever see. It's going to be so excited and also enjoy it. It's our time.
Ja, wir haben es im Video gesehen. Sebastian Haller haben wir gesehen. War ja in diesem Jahr komplett verrückt. Erst die Schocknachricht am Anfang der Saison. Letzte Woche schießt er mit 2 Toren uns an die Tabellenspitze. Könnte ein Hollywood-Film sein, oder? Ja, was er erlebt hat, das kannst du in dieser Ausprägung, das ist außergewöhnlich. Das ist eine unfassbare Geschichte. Und jetzt natürlich zu merken, dass du jede Woche noch mal 2-3% drauflegen kannst, weil dein Körper endlich wieder mitspielt. Was er mitgemacht hat, das kann von außen gar keiner wirklich realisieren, weil wir ja auch immer kommunikativ sehr defensiv mit umgegangen sind. Aber das ist für mich der Held schlechthin. Man hat aber auch gemerkt, dass er von Monat zu Monat, Woche für Woche freier geworden ist. Er ist auch frischer geworden, weil wenn du natürlich das, was auf den da medizinisch eingeprasselt ist, das ist ein Wunder, dass du überhaupt dann erstmal gesund bist, dass du Fußball spielst und aber dann auch auf diesem Niveau, wo wir uns befinden. Und jetzt merkst du, dass die Kraft immer mehr zurückkehrt und man darf da gar nicht dran denken, wenn wir den auch in der ersten Serie gehabt hätten. Ja, das stimmt. Wenn du hier bist, wollen wir natürlich ein bisschen zurückblicken. Mitte November, wir erinnern uns dran, Wolfsburg und Gladbach verloren, Platz 6 in der Tabelle. 10 Wochen lang haben wir dort gestanden. 9 Punkte hinter den Bayern, 2 Punkte hinter den Champions-League-Plätzen. Hand aufs Herz. Was ist in dieser Saisonphase durch deinen Kopf gegangen? Ja, ich bin da oft antizyklisch. Dann sagt man ja auch, er könnte auch mal ein bisschen mehr lachen und so beim Spiel. Aber wenn es läuft, dann weiß ich, dann läuft es ohnehin. Aber das Wichtige ist immer, dass du analytisch bleibst. Und ich hatte schon im November das Gefühl, dass wir eigentlich auf dem richtigen Weg sind. Wir haben in Wolfsburg zum Beispiel verloren, aber wir hatten sehr viele Torchancen. Wir hatten einfach keinen Abschlussglück. Wir haben aber nicht schlecht gespielt. Gladbach war defensiv, also vom Grundsätzlichen her wie die Mannschaft, da hat nicht richtig zusammengewirkt. Das war nochmal so ein Punkt, wo sie auch selbst gemerkt haben, dass sie auf diesem Weg nicht weiterkommen. Wir hätten aber auch in Gladbach 5 Tore schießen können. Also ich hatte schon das Gefühl, dass wir in der Rückrunde, wenn wir daraus lernen, dass noch einiges passieren kann. Jetzt zu sagen, ich habe damit gerechnet, dass wir nochmal Tabellenführer werden, das nicht. Aber dass wir uns in der Rückrunde deutlich erholen. Ich habe auch beim ersten Mal, wir haben jetzt einen Edin das zweite Mal ins Feuer gestellt, beim ersten Mal hat er ein bisschen gebraucht, was normal ist, was völlig normal ist. Denn wenn du dann einen Trainer holst und das nicht das Produkt harte Arbeit ist, sondern durch reinen Zufall gewinnst du 3 Spiele, dann ist es auch genauso schnell wieder zu Ende. Und Edin braucht eine Zeit lang, um die Fehler abzustellen, um mit der Mannschaft eine Einheit zu bilden. Das war beim ersten Mal so, das war beim zweiten Mal so. Wichtig ist, wenn du so einen Verein führst, ist, dass du die Nerven dann nicht verlierst, dass du analytisch bleibst, dass du klar bleibst. Und das ist eine der Stärken von Borussia Dortmund, dass wir in solchen Momenten nicht die Nerven verlieren. Du hast beim letzten Besuch hier im Feiertagsmagazin um Geduld gebeten, was die Entwicklung der Mannschaft betrifft. Wie bewertest du diese Entwicklung, vor allem seit dem Trainingslager in Marbella? Ja, Marbella hat alle nochmal zusammengeschweißt, das hast du gemerkt. Und es ist aber auch gelungen, es ist Edin gelungen, seinen Co-Trainern gelungen, die einzelnen Spieler besser zu machen. Und das ist aber auch nochmal auch ein Appell an alle Fans und dann auch für Samstag. Ihr habt es ja gerade gehört, die Spieler verlassen sich alle darauf, dass der 12. Mann am Samstag wie eine Wand hinter der Mannschaft steht in jeder Lage. Aber wir dürfen auch nicht zu schnell den Stab über Spieler brechen, die am Anfang sich ein bisschen schwer tun. Es ist schon ein Unterschied, bei Borussia Dortmund zu spielen, vor 81.000 Zuschauern zu spielen, wenn du das nicht so gewohnt bist. Und wenn man sieht, was jetzt Spieler wie Julian oder wie Donny Malen oder Emre Can, was die für fantastische Entwicklung genommen haben, das spricht natürlich für die Arbeit des Trainerteams, das spricht aber auch für die Arbeit der Spieler selbst und spricht aber auch dafür, dass wir ihnen auch die Zeit geben müssen, sich hier zu adaptieren. Okay, abschließend. Für Samstag ist Sonne bei 23 Grad angesagt. Du weißt sicher, worauf ich hinaus möchte. Dein Outfit steht trotzdem schon fest? Das steht fest, definitiv. Ich musste allerdings nach Sonntag in Augsburg, wo es ja 25 war, den Pullover einmal in die Reinigung geben, weil ich habe tierisch geschwitzt. Aber das
Das ziehe ich jetzt auch durch. Allerdings dann aber auch Samstag ist dann definitiv Schluss. Das war einfach auch so ein... Manchmal muss man ja irgendwie für sich selbst ein Zeichen setzen. Und wir haben vor dem Augsburg-Spiel im Rückstart auf 23, da waren noch 2 Spiele aus der Hinrunde. Also dann habe ich, es war auch kalt, da habe ich diesen Pullover angezogen und habe nach dem 4:3, das war ja auch ein denkwürdiges Spiel, dann habe ich da so in meinem Kreis gesagt, den ziehe ich erst wieder aus, wenn wir ein Bundesligaspiel verloren haben. Jetzt haben wir 1 verloren, da war ich aber nicht dabei. Stimmt, das war das Einzige in wie vielen Jahren? Nee, ich habe 2 verpasst. 2016 gegen Mainz und jetzt in München zweimal wegen diesem scheiß Novo-Virus. Und das war das Einzige, aber ansonsten die anderen 17 Spiele lang habe ich das Ding getragen. Gott sei Dank, ich habe es ja auch nie gesagt, aber irgendwann ist den Leuten dann doch aufgefallen, speziell wo es über 20 Grad ging, was dann wieder der da rum. Und nein, das wird am Samstag, ziehe ich den natürlich noch mal an. Dann aber... Feierlich begraben. Dann ist Schluss. Wunderbar, Aki, wir sind schon durch. Vielen Dank, dass du dir in der turbulenten Zeit die Zeit genommen hast. Wir drücken uns allen natürlich die Daumen. Ihr drückt zu Hause die Daumen, dass wir einen Dreier einfahren. Das würde bedeuten, dass die 09. Meisterschaft in Dortmund wäre. Das wäre sicherlich toll. Vielen Dank. Das war's von eurem Feiertagsmagazin. Tschüss, macht's gut. Der Nobby. Morgen gehen wir es an. Alles klar. Danke. Ja.